Hallo Mädels und Jungs, heute zeige ich euch, wie wir Bremsflüssigkeit tauschen bzw. die Bremsen entlüften. Da gibt es als erstes einmal die Theorie, und zwar 4 Punkte. Bremsflüssigkeit, ja, was gibt es dazu zu wissen? Und dann natürlich die Punkte, warum mache ich das? Bremsflüssigkeit zu tauschen oder zu entlüften. Wann mache ich das? Und wie mache ich das? Also wie geht es am einfachsten? Zur Bremsflüssigkeit. Es reicht, wenn ihr euch eine Dose mit einem halben Liter Bremsflüssigkeit kauft, denn es geht sowieso mit einem halben Liter leicht, dass ich zweimal die Bremsflüssigkeit wechsle. Solange die Bremsflüssigkeit nicht geöffnet ist, und zwar seht ihr das hier, also ich schraube es auf, hier ist noch der Originalverschluss drinnen, das ist mit einer Lasche zum Abziehen, fängt die Bremsflüssigkeit auch nicht zum Altern an. Was ich dann mache ist, ich schreibe dann hier mit CD-Stift drauf das Jahr, in dem ich es geöffnet habe, weil ich Bremsflüssigkeit nur maximal 3 Jahre aufhebe. Warum? Ja, Bremsflüssigkeit, die geöffnet ist, zieht Feuchtigkeit und altert damit. Und ihr seht dann, hier ist die Bremsflüssigkeit beschrieben, und zwar der Siedepunkt mit 260 Grad Celsius. Und das Minimum muss einfach 165 Grad sein. Je mehr Feuchtigkeit es zieht, umso eher fängt sie zu kochen an. Und dann habt ihr nicht nur eine Verschiebung des Bremspunktes am Hebel, sondern ihr habt auch ein Fading. Das heißt, ihr könnt ziehen und ziehen und ziehen und die Bremse hat einfach viel weniger Wirkung. Gut, was braucht ihr noch? Bremsflüssigkeit neue, natürlich Putzpapier, einen Gabel- oder Ringschlüssel in der richtigen Größe, damit ihr das aufmachen könnt. Hier ist der CD-Stift, damit ich auch das Jahr draufschreiben kann. Dann noch ein kleines Werkzeugtool mit Schraubenzieher. Und hier auch ganz wichtig, eine alte Flasche, in dem ihr das gebrauchte Bremsöl hineingebt. Gut, dann kommen wir zu den anderen 3 Fragen. Warum macht ihr das? Das haben wir schon zum Teil beantwortet, weil Bremsflüssigkeit altert, das heißt in der Bremsanlage Feuchtigkeit ziehen kann, und je mehr Feuchtigkeit darin enthalten ist, umso weniger hoch oder umso niedriger ist der Siedepunkt, umso eher könnt ihr zu einem Fading kommen, oder der Druckpunkt verlagert sich von weiter außen zu immer näher zum Lenker hin. Das heißt, ihr müsst immer weiter den Bremshebel ziehen, um die gleiche Bremswirkung zu erzielen, und der Druckpunkt wird auch sehr schwammig, und damit habt ihr ein schlechteres Gefühl fürs Bremsen. Tritt natürlich auf, wenn ihr bergab fährt und die Bremsen sehr belastet. Zum Beispiel, wenn ihr Sozius habt, eine Sozia hinten drauf habt oder Gepäck, bergab fahrt und irgendwelche Kehren oder Spitzkehren sehr hart anbremst, dann ist natürlich die Bremse gefordert und kann natürlich sehr heiß werden. Und das überträgt sich aufs Bremsöl, und das Bremsöl fängt dann an sehr heiß zu werden, und je niedriger der Siedepunkt ist, umso eher tritt dann das Fading bzw. eben das Verschieben des Druckpunktes oder das Schwammigwerden des Druckpunktes auf. Das ist etwas, was man nicht haben will. So, warum haben wir erklärt? Das ist auch ein Punkt, der uns jetzt bringt zu wann. Wann machen wir das? Das kommt immer darauf an. Normalerweise alle 2 bis 3 Jahre, außer ihr fahrt auf dem Ring. Wenn ihr auf dem Ring fahrt, dann braucht ihr einen wirklich sehr guten Druckpunkt und Bremsflüssigkeit und Bremsen, die ja große Hitze aushalten. Das heißt, jedes Jahr wird die Bremsflüssigkeit getauscht. Da gibt es kein Wenn oder Aber und auch keine Diskussion. Das ist einfach eure Sicherheit. Ich mache es normalerweise, müsste ich nur alle 2 Jahre tauschen. Ich mache es auch jedes Jahr, weil ich einfach
damit ein großes Sicherheitsplus habe, auch wenn bei meiner Reiseenduro die Bremsen niemals so gefordert sind wie bei einem Sportbike. Allerdings kostet ein halber Liter Bremsflüssigkeit sehr wenig, irgendwo zwischen 10 und 20 Euro, und das muss es einen wirklich wert sein. Gut, damit hätten wir wann geklärt und noch die Frage wie. Gut, die Frage wie, es gibt drei Varianten. Die erste Variante ist Pumpen. Das heißt, ihr macht die Bremse unten an der Entlüftungsschraube am Bremssattel, das ist die hier, macht ihr auf, dann geht ihr her, pumpt mit dem Vorderbremshebel, zieht ihn ganz zum Lenker her, dann wird die Schraube wieder geschlossen und dann könnt ihr den Hebel wieder auslassen. Ist sehr umständlich, und ihr müsst natürlich auch diesen Vorratsbehälter hier oben leer pumpen, dann neue Bremsflüssigkeit einfüllen, ja, und dann so lange durchpumpen, bis zumindest ein halber Behälter durchgepumpt ist, damit auch nur neue Bremsflüssigkeit drinnen ist. Es gibt dann noch die Überdruckvariante, das heißt, statt diesem Deckel kommt eine Abdeckung drauf mit einem Art Ventil, Autoventil, und hier wird dann ein leichter Überdruck erzeugt. Damit wird hier unten, wenn ich aufmache, die Bremsflüssigkeit hinausgedrückt. Der Nachteil ist, zum Nachfüllen muss ich hier immer den Deckel abnehmen, den Druck ablassen, und ich brauche einen kleinen Kompressor, und der Nachteil beim Kompressor ist, die Luft wird verdichtet, auch wenn nur wenig, und damit kondensiert Feuchtigkeit, und ihr drückt hier in den Behälter zur neuen Bremsflüssigkeit gleich wieder Feuchtigkeit hinein, und das wollen wir nicht. Und die dritte Variante ist die Unterdruckvariante, die ich bevorzuge und die sehr einfach geht. Warum? Weil ihr mit dem Unterdruck nicht nur hier oben den Behälter aussaugen könnt und dann nur mehr das Neue einfüllt und das durchsaugen müsst, sondern ihr saugt hier unten ab und zieht sozusagen die Bremsflüssigkeit nach unten hinunter. Bei manchen läuft es natürlich mit Gefälle hinunter, bei manchen aber nicht, oder speziell bei Autos, und da ist die Unterdruckvariante die beste, und die zeige ich euch dann. So, bei der Unterdruckvariante braucht ihr das hier, das ist die Unterdruckpumpe. Damit, dass ihr pumpt, wird hier Luft abgesaugt. Dann braucht ihr diesen Behälter dazu. Hier wird es mit einem Schlauch direkt an die Entlüftungsschraube der Bremse angeschlossen, mit so einem hier, mit einem Silikonschlauch, und die Bremsflüssigkeit wird hier reingezogen, und hier oben wird es dann mit der Unterdruckpumpe verbunden, einfach nur einstecken, und durchs Pumpen wird durch den Behälter Luft abgesaugt, und zwar hier. Wie ihr gehört habt, wenn ich den Finger weggebe, saugt er die Luft hinein, und das ist die einfachste Variante, und das zeige ich euch jetzt in der Praxis, wie schnell und einfach das Bremsen entlüften über diese Variante geht. Als allererstes wird natürlich der Vorratsbehälter der Bremse von der Radialpumpe geöffnet. Das sind normalerweise 2 Schrauben. Hier sind es Kreuzschlitz, oder es können auch andere sein, Imbus. Wenn ihr die geöffnet habt, dann schaut, dass der Konus der Schraube, dieser Konus, muss sauber sein. Da darf kein Bremsöl drauf sein, weil sobald Bremsöl raufkommt und ihr die wieder zuschraubt, frisst sich die Schraube fest und die bekommt ihr nicht mehr auf. Als nächstes nehmt ihr den Deckel ab, und meistens bleibt auch die schwarze Dichtung daran hängen. Aufpassen, die ist natürlich voller Bremsflüssigkeit,
umdrehen und auf ein Papier oder auf einer Unterlage hinlegen. Und dann kommt das Tolle: Wir nehmen unsere Unterdruckpumpe, geben den Schlauch hinein und pumpen die Bremsflüssigkeit ab. Und wie ihr seht, haben wir den ganzen Behälter abgepumpt und brauchen jetzt nur mehr neues nachfüllen. Denn der Behälter ist fast leer, bis auf einen kleinen Bodensatz. Den behalten wir, damit in die Radialpumpe keine Luft hineinkommt. Den füllen wir jetzt ganz voll auf und dann gehen wir nach unten und pumpen unten durch. Ungefähr einen halben bis dreiviertel Behälter. Damit ist ganz sicher keine Luft mehr drinnen und natürlich auch kein altes Bremsöl mehr, und damit sind wir fertig. Das einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist oben anfüllen, ungefähr dreiviertel voll, so dass das Ende vom Schauglas hier mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist. Ja, und das zusammenschrauben, dann eventuell noch, falls irgendwo eine Bremsflüssigkeit hingetropft ist, reinigen, und das war's. Und die alte Bremsflüssigkeit, die hier ist, in die alte Kunststoffflasche umfüllen und zum Entsorgen bringen natürlich. So, der Behälter ist aufgefüllt mit neuer Bremsflüssigkeit. Und als nächstes, wir haben hier schon die Entlüftungspumpe angeschlossen, machen wir die Schraube ein wenig auf und fangen an zu pumpen. Das, was ihr hier seht, ist Bremsflüssigkeit und Luft. Ihr dürft euch nicht wundern, aber hier neben dem Gewinde wird natürlich auch ein wenig Luft mit hinausgezogen und deswegen blubbert es ein wenig. Das ist nicht die Luft, die in der Leitung ist. So, und wir sind fertig und haben natürlich die Bremsleitung gespült. Und wenn sie fertig ist, müsst ihr den Schrauben wieder anziehen. Passt aber auf, die Schrauben sind innen hohl und können sehr leicht abreißen. Also mit Gefühl anziehen und nicht mit Gewalt. Sonst habt ihr das in der Hand. Habt ihr das gemacht, seid ihr fertig. Das heißt, nur mehr oben auffüllen, verschließen, fertig. Gut. Einmal etwas auffüllen. So, das ist mehr als genug. Und nachdem er aufgefüllt wurde und ihr euch auch vergewissert habt, dass hier am Deckel rundherum alles sauber ist und die Dichtung auch passt, gebt ihr den Deckel wieder drauf. Setzt die Schrauben ein, lasst das Gewinde vorsichtig anbeißen und zieht das Ganze mit einem Schraubendreher fest. Zieht es mit Gefühl an, damit ihr doch die Schrauben wieder aufbekommt. Ansonsten müsst ihr sie aufstemmen. Das war's. Die Vorderbremse ist
sowohl entlüftet als auch die Bremsflüssigkeit getauscht. Und das gleiche macht ihr auch bei der hinteren, also keine Hexerei. Und wie ihr seht, alles in normaler Zeit gefilmt, also ihr braucht euch dafür vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen mit Vorbereitung, Bremsflüssigkeit tauschen und entlüften und mit Werkzeug reinigen und Bremsflüssigkeit entsorgen. Also wirklich keine tragische Hexerei. Hinten brauche ich es euch nicht mehr zeigen. Da funktioniert es absolut genauso. Nur meistens sind die Behälter irgendwo unter einem Seitendeckel versteckt. Das heißt, man muss einfach nur den Seitendeckel runternehmen. Und ja, das war's. Solltet ihr Fragen haben dazu, dann schreibt mir unten in den Kommentaren. Ich werde alle beantworten. Und ja, das war's. Und ich hoffe, ihr bleibt unfallfrei in der neuen Saison. Schaut auf eure Bremsflüssigkeiten, auf die Bremsen. Euer Leben hängt davon ab. Und ja, oben bleiben.